Bereits vor einem Jahr waren wir in Wedding unterwegs und haben euch das Primetime-Theater und das Deutsche Herzzentrum vorgestellt. Aber heute sind wir exklusiv im Weddinger Sprengelkiez unterwegs und es wird gesungen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach dein Kiez. Leopoldplatz, Müllerstraße, Ringbahnstraße und Nordufer rahmen den Sprengelkiez. Der ist übrigens benannt nach der Sprengelstraße und die hat ihren Namen von Christian Konrad Sprengel. Der hat im 18. Jahrhundert bereits das mit den Bienen und den Blumen begriffen und wurde dafür nach seinem Tod auch berühmt. Blumenläden gibt es hier natürlich auch. Der Sprengelkiez hat erstaunlich viele Fahrradstraßen, ist aber vor allem für seine individuellen Restaurants, Cafés, Bars und Läden bekannt, von denen es hier immer mehr gibt. Gleichzeitig gibt es echte Instanzen, zum Beispiel das Angelhaus Koss inklusive Madenautomat direkt vor der Tür. Aber heute wird nicht geangelt, sondern gesungen und dafür treffe ich Johannes Holz. Er ist der Chorleiter vom Popchor Wedding. Sein Herz schlägt für den Sprengelkiez und deswegen treffen wir uns hier. Hallo Johannes! Hallo, grüß dich. Sag mal, wie lange gibt es denn den Popchor Wedding schon? So ziemlich genau 10 Jahre. Jetzt im Oktober jährt sich unser Jubiläum. Genau 10 Jahre dann. Und wie kam es zur Gründung? Meine Mama hat davor 30 Jahre einen Chor geleitet und die wollte dann nicht weiter. Wir hatten Nachwuchsprobleme und dann habe ich gesagt, okay, ich übernehme das und mache was ganz Neues draus, mein eigenes Ding draus. Und dann war der Popchor Wedding gegründet. Wofür seid ihr als Chor denn bekannt? Ja, bekannt dafür sind wir, dass wir Popsongs singen und uns irgendwie mit dem Wedding identifizieren, aber trotzdem überall irgendwie in Berlin unterwegs sind. Ist also der Name Programm, richtig? Was singt ihr denn, beziehungsweise bedient ihr dann bestimmte Jahrzehnte? Also bestimmte Jahrzehnte oder Musikgenres werden wir gar nicht so direkt in den Fokus gerückt, sondern einfach, das Pop ist ja so weit definiert, dass wir dort mal was nehmen, was wirklich fast schon nervt, weil es überall allgegenwärtig ist, so ein Song, oder halt wirklich was auch unbekannt ist, also wo vielleicht einfach nur ich definiere, das ist für mich Popmusik. Und wie viele seid ihr denn im Chor? Aktuell sind wir auf der Liste 68 Mitglieder. Bei den Proben, bei den Auftritten sind wir so 40, 45 dann, weil diverse sind dann krank oder in Asien gerade unterwegs oder machen Sabbatical oder wie auch immer. Und wie kann man bei euch mitmachen? Ich hörte von einer Warteliste. Genau, es gibt bei uns eine lange Warteliste und trotz ja, der Ankündigung auf der Webseite, dass wir eine mehrjährige Warteliste haben, schreiben die Leute immer noch, ey, ich will mitmachen, ich möchte dabei sein, ich finde euer Konzept so cool. Und schreibt mich auf die Warteliste. Total cool, dass das so angenommen wird. Ja. Was ist dann deine Aufgabe als Chorleiter? Also ich bin der musikalische Kopf. Ich entwickle die meisten Chorsätze und ja, motiviere die Leute, dass sie halt zu den Auftritten kommen und zu den Proben kommen und dass wir gemeinsam irgendwie Musik machen. You had my heart and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines. But you still be my star, baby, 'cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share, because when the sun shines we'll shine together. Told you I'll be here forever, said I'll always be your friend. Took an oath I'ma stick it out till the end. Now it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stay under my umbrella, you can stay under my umbrella, Ella, Ella, Und das Organisatorische leite ich auch so ein bisschen mit meinem Team im Vorstand. Welche Auftritte finden statt, welche Aktivitäten machen wir sonst, Chorfahrten, Social Events oder was auch immer. Dazwischen probt ihr in Prenzlauer Berg, Ja. wart aber lange Zeit hier und heißt ja natürlich auch Ja, Wedding genau. im Namen. Was ist denn für dich oder was ist für euch so das Besondere hier jetzt am Sprengelkiez? Also Sprengelkiez ist für mich ganz besonders, weil ich hier auch gewohnt habe. Und als ich den Chor gegründet habe, wohnte ich auch noch hier. Ich fühle mich immer noch sehr verbunden mit dem Wedding, weil es für mich das ursprüngliche Berlin ist und alle Facetten irgendwie darstellt. Von schick bis abgeranzt irgendwie. Alles ist für mich Berlin und das ist das, was für mich der Wedding ausmacht. Berlin, wie es quasi lebt und ist Ja, normalerweise. Genau. Ja. Danke, Johannes. Super Ja. spannend. Also Super. Warteliste, da muss man hin, wenn man noch 5 bis 10 Jahre Zeit hat.
Ja, Okay, na dann. danke dir. Viel Erfolg und weiteres fröhliches Singen und gute Laune verbreiten. Dankeschön. Und natürlich will ich auch von den Menschen, die hier so unterwegs sind, wissen, was sie am Sprengelkiez so schätzen. Jeder kennt jeden. Wir wissen, wem gehört welche Kinder und das ist wirklich wie große Familie. Hat sich viel verändert, aber ich sag mal so, es gibt viele schöne Läden, wo man ein Käffchen trinken kann, ein bisschen Party machen kann. Was gerade nervt, sind halt so die Baustellen, die Mieten. So. Dann kommt die Nachbarin und dann der von da und sonst was und man unterhält sich. Wir wissen, welches Kind ist wo, wer ist wo, braucht jemand irgendwas. Es ist trotzdem total schön, so ein Community-Feeling zu haben hier und das schätze ich am meisten. Die ganze Welt, die trifft sich hier im Wedding, kann man sagen. Und ich sehe das jedenfalls positiv, weil man lernt andere Leute kennen. Also ich finde es gut. Ich freue mich, dass wir heute hierher gekommen sind und ich bin immer wieder erstaunt, wie riesig die Unterschiede in Sachen Wohnumfeld sind innerhalb der Grenzen unserer geliebten Hauptstadt. Wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine, dann schaut euch doch einfach eine weitere Folge an von Einfach dein Kiez. Die findet ihr beispielsweise hier oder hier. Viel Spaß damit!